Krallenkörbe wurden speziell für die Strömung konzipiert, damit der Korb nicht so schnell vom Futterplatz wegtreibt. In diesem Film zeige ich, wie ich die Krallenkörbe positioniere und warum diese den entscheidenden Erfolg bringen können. Aber es können auch Nachteile entstehen. Und zum Schluss gibt es wieder einen Bonustipp von mir. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Friedflächen TV und für alle neuen Gesichter. Mein Name ist Michael Schlögel und meine Passion ist seit über 50 Jahren modernes Friedfischangeln pur. Ich führe Workshops in Gruppen sowie Privatcoaching direkt am Wasser durch. Wer gerne hierzu Interesse hat, der kann mir gerne eine E-Mail schreiben. Die E-Mail findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber nun Film ab. Ich selbst fische in der Strömung an meinem Hausgewässer, dem Rhein, schon 20 Jahre lang mit Krallenkörben und habe jede Menge Erfahrung sammeln können, wie ich den Korb mit seinen beweglichen Krallen einsetze und dazu mehr. Allgemein kann man sagen, dass man je nach Beschaffenheit des Gewässergrunds bis zu 30% an Gewicht einsparen kann, dank den Krallen. Das heißt im Klartext, wo man einen 140 Gramm Korb gleicher Größe gerade zum Liegen bekommt, kann man auch alternativ einen leichteren 100 Gramm Korb einsetzen. Das ist enorm, wie ich finde. Durch die Gewichtseinsparung wirft man mit dem leichteren Krallenkorb viel angenehmer und weiter ohne Kraftanstrengung. Ein weiterer Vorteil ist es, dass man die Rute mit ihren vorgeschriebenen Wurfgewichtsangaben mit einem Krallenkorb nicht überpaced. Auch kommt der leichtere Krallenkorb viel schneller an die Wasseroberfläche, sodass der Fisch sich nicht in die gefährlichen Kanten festsetzen kann. Im nächsten Punkt kommen wir zur Positionierung der Krallen. Die Edelstahldrähte sind fest im Bleikern eingegossen und werden selbst beim mehrmaligen Umbiegen nie locker. Ich unterscheide dabei 3 Positionen. Stellung 1. Ich nenne diese die Nachschleppstellung. Die Fühler, wie ihr jetzt seht, habe ich so geformt, dass der Korb nachschleppt. Ich simuliere das mal. Die Strömung kommt von meiner Position hier von links und geht nach rechts. Die Krallen setzen sich hier in dem Fall in den Gewässerboden rein, aber auf jeden Fall nicht ganz so tief wie in anderen Stellungen. Beißen hier in dem Fall auch kleinere Fische, so hebt der Korb beim Biss noch ab. Der Fisch hakt sich durch das Gewicht selbst. Dies ist übrigens meine Lieblingsmontage und beziehungsweise meine Lieblingsposition, mit der ich oft anfange. Kommen wir nun zur zweiten Position. Das ist die 90-Grad-Stellung. Ihr seht es hier. Die Krallen zeigen komplett nach unten. Der Korb frisst sich jetzt hier in dieser Position nun mehr fest und rutscht weniger als in der vorhergehenden Stellung, als er so etwas wegklappt. Also hier frisst er sich mehr fest. Die Bisserkennung wird nun schwieriger, gerade bei den kleineren Fischen. Kommen wir nun zur Position 3. Du hast den schwersten Futterkorb, den du noch hast, in der Tasche und im Einsatz, doch dieser hält auch nicht am Boden. In diesem Fall gibt es nur eine Möglichkeit. Ihr seht schon, ich biege die Krallen leicht nach innen, wie bei einem Rechen beim Traktor. Die Krallen setzen sich jetzt mit der Strömung ganz tief in den Boden und fressen sich fest. Endlich, der Korb bleibt an der Stelle liegen. Das ist der Vorteil bei dieser Position. Aber er hat auch einen Nachteil. Und das ist, dass man die Bisse von kleineren Fischen schlecht mitbekommt. Beim einholenden Korb sieht man, dass auf einmal einer dranhängt und sagt, huch. Oder es kann auch vorkommen, dass die Maden mal verlutscht sind und man hat es obwohl man ein geschultes Auge hat, nicht bemerkt. Kommen wir nun zum Befüllen des Krallenkorbs. Doch eins ist sicher, ein offener Korb ohne Kralle lässt sich bequemer befüllen, ganz klar. Hier mein Tipp, wie ich es mit dem Blockankerkorb mache. Ich nehme den Krallenkorb so in die Hand. Ihr seht es? Dann gehe ich zur Futterschüssel und drücke abwechselnd mit dem linken Zeigefinger und den Daumen immer abwechselnd das Futter hinein, bis es gepresst ist. Und ihr seht, ich komme immer noch gut an den Krallen vorbei. Abschließend wird der Korb mit der Handfläche dank der Edelstahldrähte, die sich nicht verformen, abgedrückt, sodass beim Auswurf kein Platschgeräusch entsteht. Und nun zum Bonustipp. Ich habe die besten Erfolge erzielen können, wenn der Korb auf dem Boden angekommen ist und dann sich maximal 3-mal leicht weiter bewegt, sodass sich dann schließlich er sich festhält. Mehr nicht. Dann befindet man sich immer noch im Futterzentrum und in der
Futterspur. Um diesen Effekt zu erzielen, kann ich natürlich mit den unterschiedlichsten Gewichten, leichte, schwere, mittlere, herumexperimentieren. Dennoch habe ich zusätzlich die Möglichkeit, neben den 3 Grobpositionen, die ich euch gezeigt habe, den Krallenwinkel zu variieren. Vorher habe ich ihn vielleicht so gehabt, dass die 90 Grad Position, und dann gehe ich mal ein klein bisschen rüber, weg von der 90er, und schon habe ich eine andere Köderpräsentation auf dem Grund, wie der Korb sich weiter bewegt und wie der Köder angeboten wird. Falls ihr sonst irgendwelche Fragen zu diesem Themenkomplex habt, so lasst mich gerne unten in der Kommentarleiste wissen. Ich hoffe, mein Tutorial hat euch gefallen. So könnt ihr mir gerne ein Like spendieren. Ich sage mal wieder Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Filmchen. Euer MS.